Seit 15 Jahren ist die Service G GmbH der Erfurter Lebenshilfe ein großer Arbeitgeber in der thüringischen Landeshauptstadt. Etwa 200 Menschen arbeiten hier. Über 100 von ihnen sind Menschen mit einer Behinderung, einer geistigen Behinderung oder einer Mehrfachbehinderung. Die Erfurter Lebenshilfe betreibt keine Werkstätten für Menschen mit Behinderung und versteht sich als Alternative zu den großen Werkstätten anderer Träger in Erfurt. Die Service G GmbH bringt aber nicht nur Menschen in Lohn und Brot, sie bildet auch aus. Zurzeit bietet das Inklusionsunternehmen jungen Menschen mit einer geistigen Behinderung 4 Ausbildungsberufe an. Einer der Ausbildungsberufe ist der Fachpraktiker für personale Dienstleistungen. Marvin Lange ist im 2. Ausbildungsjahr. Manche Menschen brauchen Hilfe und denen hilft der 19-Jährige gern, so wie Peggy Kunsch. Aufgrund ihrer Mehrfachbehinderung unterstützt er sie zum Beispiel beim Essen. Die Ausbildung zum Fachpraktiker für personale Dienstleistungen war sein Wunsch. Die bedeutet mir sehr viel, weil mir das Spaß macht. Ich wollte das auch schon früher machen, damals Altenpflege, weil ich auch ein sehr enges Verhältnis zu meiner Oma hatte und so. Ja, da bin ich da auf die Idee gekommen. Gerade dieses Berufsfeld gibt den Auszubildenden die Chance, die Rolle vom klassischen Hilfeempfänger zum Helfer und Unterstützer zu nutzen. Ein anderer Ausbildungsberuf ist der Fachpraktiker für Hauswirtschaft. Nach erfolgreichem Abschluss ihrer Ausbildung arbeiten die Menschen mit Behinderung dann in Hotels und Pensionen oder können auf Wunsch auch in privaten Haushalten bei der Hauswirtschaft helfen. Ein Angebot, das übrigens ankommt und heute schon von vielen externen Kunden genutzt wird. Allein im letzten Jahr hat sich der Umsatz für die Reinigungsleistungen zum Vorjahr verdoppelt. Die beiden anderen Ausbildungsberufe sind der Fachpraktiker im Gastgewerbe und der Fachpraktiker Küche. Die Fachpraktiker im Gastgewerbe arbeiten in Kantinen oder Restaurants, zum Beispiel in der Caponiere, einem alten und bekannten Restaurant auf der EGA, der Erfurter Gartenbauausstellung. Das Restaurant gehört zur Service G GmbH und wurde im März 2018 wieder eröffnet, nach nur 3-monatigem Umbau. Über 500.000 Euro wurden allein im vergangenen Jahr hier investiert. Als Fachpraktiker Küche helfen Frau oder Mann bei vielen Arbeiten in der Kochstube. Oder sie bereiten unter Anleitung selbst einfache Gerichte zu. So wie Lisa Holz aus dem 1. Lehrjahr. Auch für sie ist ihr Ausbildungsberuf ein lang gehegter Wunsch. Weil ich als Kind in der Küche immer gekocht habe mit meiner Familie. Und seitdem wollte ich Köchin werden. Noch Zukunft ist der Gartenbauwerker. Aber schon ab 2020 soll es bei der Lebenshilfe in Erfurt dafür eine eigene Ausbildung geben. Im Moment arbeiten hier 7 feste Mitarbeiter, 6 von ihnen mit einer Behinderung. Sie pflegen den Rasen und die Grünflächen für private Kunden oder die der Stadt Erfurt. Im Service in Brühl können alle Leistungen und Angebote, die bei der Service G GmbH angeboten und die unter anderem von Menschen mit Behinderungen erbracht werden, von jedermann gebucht werden. Ob mit einer Haushaltshilfe, einem Catering oder einer Eventplanung, ob Gartenpflege, einem kompletten Haushaltsservice oder nur die Abholung eines Paketes. In diesem Servicebüro ist vieles möglich. Und natürlich wird auch hier Inklusion großgeschrieben. Deshalb gehört auch Theresa Schöps zu diesem Team. Service Center in Brühl, Sie sprechen mit Frau Schöps. Was kann ich für Sie tun? Die Lebenshilfe in Erfurt hat ein eigenes Lohnsystem. Für die gleiche Arbeit bekommen die Menschen mit Behinderung und die ohne das gleiche Geld. Dazu gibt es noch eine Menge eigene Sozialleistungen, zum Beispiel eine Altersvorsorge oder täglich ein kostenfreies Mittagessen für alle. Vor 3 Jahren waren noch 47 Mitarbeiter auf Hartz IV angewiesen. Heute sind es noch 2. Und dabei bekommt ein Inklusionsunternehmen keine weiteren Subventionen. Es ist einem Wirtschaftsunternehmen gleichgestellt. Und was hat die Lebenshilfe Erfurt Service G GmbH noch so zu bieten? Zum Beispiel ein eigenes Gästehaus. Mit 22 Zimmern, viele davon behindertengerecht, versteht sich. 11 Menschen arbeiten hier als Azubi oder Festangestellte im Hausservice oder der hauseigenen Küche. 7 davon mit einer Behinderung, also auch ein inklusives Haus.
8.500 Übernachtungen werden pro Jahr gebucht. Und genauso viele Tagungsgäste kommen zusätzlich ins Haus am Luisenpark. Ein weiteres Gästehaus ist gerade im Bau. Dieses entsteht auf dem Gelände der Erfurter Gartenbauausstellung. Übrigens ist hier 2021 die Bundesgartenschau. Beide Häuser haben eine Besonderheit. Im Rahmen des Bundesprojektes Lernbar wird erforscht und ausprobiert, wie Mitarbeiter und Azubis zukünftig bei ihrer Arbeit digital unterstützt werden können. Per Tablet oder Smartphone wird der Hausservice organisiert. Mitarbeiter, die nicht lesen können, erhalten ihre Arbeitsaufträge per digitalem Piktogramm oder werden bei ihrer Arbeit durch Augmented Reality Brillen unterstützt. Und dann hat die Lebenshilfe Erfurt ein Herz für die Ökologie. Hier wird viel Wert auf den Umweltschutz gelegt. Deshalb wird die Fahrzeugflotte nach und nach auf Ökostrom umgerüstet. Noch in diesem Sommer werden neben der Caponiere 2 weitere Gastronomiestandorte im Egerpark eröffnet. Zum Beispiel ein Eiswagen. Seit März 2016 wurden allein 52 neue Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderungen in diesem Inklusionsunternehmen zusätzlich geschaffen. Dabei hilft auch das Programm der Bundesregierung Alle im Betrieb oder der Aktion Mensch. Auch diese Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben erheblich dazu beigetragen, dass die Einnahmen aus den Servicedienstleistungen von 2016 auf 2018 um fast 2,5 Millionen Euro gesteigert werden konnten. Die zahlreichen Dienstleistungen von Menschen mit Behinderungen haben zu einer großen Akzeptanz bei Privatkunden genauso wie bei Firmen und Institutionen beigetragen. So versteht man bei der Lebenshilfe Erfurt und seiner Service G GmbH Inklusion in Thüringens Landeshauptstadt.